Hi, ich bin Sarah und heute gibt es eine kleine Premiere auf unserem Account, denn ich stelle euch 12 Beauty vor. Die Marke haben wir ganz frisch ins Amazing Portfolio aufgenommen, nachdem ihr uns eigentlich schon ziemlich viele Nachrichten geschrieben habt, wie cool ihr die Marke findet und es sie leider aber nur in der UK oder in Spanien gibt, ihr aber super viel Tolles darüber gelesen habt und wir dann gedacht haben, okay, jetzt ist doch 2020, everything is new, lass uns mal die Marke ins Portfolio aufnehmen. Ich persönlich kenne die Marke schon seit ungefähr 2 Jahren. Ich habe nämlich das Hyaluronic Lip Treatment geschenkt bekommen und fand es erstmal, dachte ich erstmal, ein Lip Treatment, es ist ein Lippenöl, was kann daran schon so besonders sein? Ich habe mich sehr getäuscht. Ich habe das Produkt bis zum letzten Tropfen verwendet. Ich fand das richtig toll, sehr luxuriös auf den Lippen, aber vor allem hat es im Winter meine von Neurodermitis geplagte Lippengegend oder Lippenbereich super gepflegt und beruhigt. Hier seht ihr nicht das komplette Sortiment von 12, sondern ich dachte, wir machen das ein bisschen interessanter, wir gestalten das ein bisschen interessanter und ich stelle euch eine Pflegeroutine für sensible und sehr trockene Haut wie meine vor und benutze dafür die Produkte der Reihe, die dafür geeignet sind. Ich habe mich nun fertig für meine abendliche Pflegeroutine gemacht, anderes Shirt, Schmuck ist ab und starte mit einem Double Cleanse. Ich starte meine Abendroutine mit dem Clementine Cleansing Balm. Wie ihr seht, habe ich Make-up drauf, Lichtschutzfaktor natürlich, das muss alles runter. Und ein guter Reinigungsbalm schafft es, all das runterzunehmen. Und das schafft auch der Clementine Cleansing Balm von 12. Das erste, wenn man ihn öffnet, ist der wunderbar sanfte Geruch von Mandarin. Und das ist nicht so ein saurer Zitrusgeruch, wisst ihr, wo es einem schon sauer aufstößt, sondern es ist ein ganz angenehmer, zarter Duft von Clementine. Ich nehme nur, man braucht wirklich nur ganz wenig, ich glaube, das ist schon tatsächlich zu viel. Und massiere mein komplettes Gesicht mit dem Cleansing Balm ein. Dieser Balm hat auch eine ganz kurze, würde ich sagen, Inhaltsstoffliste. Es besteht aus einem Mix aus Ölen, die Pedro genommen hat, weil sie die ganzen Sachen, die ihr gerade hier verschmelzen seht, gut von der Haut ablöst. Das ist ja auch der Sinn der ganzen Sache. Dann hat er noch Bisabolol benutzt. Das ist ein Derivat aus dem ätherischen Öl für der Kamille. Das Einzige, was ihr bei dem Clementine Cleansing Balm beachten müsst, das könnt ihr nicht einfach nur mit Wasser runterspülen, sondern benutzt ein kleines Flannel, ein kleines Tuch, einfach in lauwarmes Wasser tauchen und dann das ganze Produkt abnehmen. Bevor ich jetzt mit meinem Second Cleanse weitermache, erzähle ich euch ein bisschen mehr über 12 Beauty und vor allem über dessen Gründer. Er arbeitet seit 20 Jahren mit Kräutern, hat auch sein PhD in Pharmazie und Kräuterkunde gemacht, arbeitet intensiv mit Pflanzenextrakten und man merkt es sehr an diesen Formulierungen. Man hat das schon am Cleansing Balm gemerkt. Meine Haut ist super zart, super weich. Es ist die Textur, die sich verändert. Das sind wirklich sehr High-Performance-Texturen und Formulierungen. Es sind nicht viele Inhaltsstoffe in den einzelnen Produkten, dafür aber sehr wirksame und sehr wirksame Pflanzenextrakte. Jetzt zum Second Cleanse. Hier benutze ich die Purifying Cleansing Beauty Cream. Man sieht an der Konsistenz, es ist wirklich eine richtige Creme, es ist super cremig, super leicht. Es ist recht viel Squalan enthalten, was die Haut mit Feuchtigkeit versorgt. Malvenblütenextrakt, also auch sehr beruhigende Inhaltsstoffe, die irritierte Haut vor allem runterbringt. Nun habe ich die Beauty Cream abgewaschen und es ist mit Wasser abgewaschen, es ist nichts auf der Haut übrig geblieben. Die Haut fühlt sich schön genährt an, ganz sanft, weich. Also eigentlich jeder, der normale Haut hat, könnte jetzt schon zu Bett gehen. Aber ich brauche tatsächlich noch etwas mehr. Und deswegen folge ich nun mit einem Tonic, und zwar das Revitalizing Elixir von 12 Beauty. Es beinhaltet Gurkenextrakt, Allantoin, was die Haut beruhigt
und wasserbindende Eigenschaften hat und noch ganz viele weitere andere tolle Sachen. Aber vor allem, ich liebe Face Mist. Es ist mein A und O vor jeder Creme, vor jedem Serum, nach jedem Serum, eigentlich immer. Denn so kann jedes Produkt, was danach folgt, auf sauberer Haut, kann dann viel besser einziehen und wirkt in viel tieferen Hautschichten. Deswegen ist ein Face Mist ein so unterschätztes Produkt, aber tatsächlich so grundlegend für eure Hautpflegeroutine. Nun benutze ich das Ideal Moisture Level Serum. Es ist meiner Meinung nach das Hero-Produkt dieser Marke. Wie der Name schon sagt, soll das Produkt deiner Haut Feuchtigkeit hinzufügen. Also wurde auch formuliert für sehr trockene Haut. Es ist sehr leicht, aber hat viele molekulare Größen von Hyaluronsäure drin, was die Haut nachhaltig viel mit Feuchtigkeit versorgt. Das Finish dieses Produkts ist super silky, also wirklich seidig weiche Haut hat man danach, wenn es eingezogen ist. Es ist ein super Primer anscheinend für alle Make-up-Artists oder Leute, die Foundation benutzen. Nach dem Serum kommt für mich das Rapid Eye Treatment. Es ist ein cremig, also es ist aber nicht eine dicke Creme, sondern schon recht gelig. Das Rapid Eye Treatment ist so hautberuhigend formuliert, dass es auch auf den Augen anzuwenden ist. Das ist auch klasse für jegliche Stellen, wo man halt so ein bisschen erweiterte Gefäße hat, ein bisschen Rosacea hat, denn aufgrund der beruhigenden Eigenschaften des Eye Treatments. Meine Hautpflegeroutine beende ich fast mit der Emulsion von 12 Beauty, das ist die Nutritive Repair Emulsion. Es ist eine sehr reichhaltige Pflege für die Nacht und hat viele essentielle Fettsäuren und Linoleic Acid auch drin, was die Hautbarriere aufbaut und rückfettend ist. Und bei meiner super trockenen Haut ist es etwas, was ich auf jeden Fall brauche. Es klebt überhaupt nicht und meine Haut ist nach der Anwendung wirklich, wie bei allen Produkten, total prall und genährt. Jetzt kommt der allerletzte Step oder Schritt meiner Hautpflegeroutine. Man vergisst die Lippen ganz schnell, aber das sollte man nicht, denn sie brauchen auch etwas Liebe und Pflege. Und wie ich schon ganz am Anfang des Videos gesagt habe, schwöre ich ja auf das Lip Treatment von 12 Beauty. Wie ihr seht, hat es einen Rollerball und ich trage es sehr großzügig auf. Eine gute Lippenpflege sollte immer der letzte Step eurer Routine, egal ob morgens oder abends sein, denn für jede von euch, die gerne Lippenprodukte, Lippenstifte rot aufträgt, sind schön gepflegte Lippen. Da hat man einfach viel mehr Bock, die ganzen Produkte, die ihr eh schon zu Hause habt, die ganzen Lippenstifte, die tollen Farben aufzutragen. Und dann ist es auch viel leichter, sie auch während des Tages mal schnell wieder aufzutragen.